Ich bin Angela Spizig, Ihre Moderatorin oder eure Moderatorin für diese Stunde und freue mich auf diese Wiederbegegnung mit Susan. Normalerweise bin ich Ihre deutsche Stimme bei unseren Lesereisen durch das ganze Land. Ich bin in München und Susan ist in ihrem Haus bei Chicago und dort ist es früher Morgen. Good morning, Susan. Thanks for getting up so early for us. I love being here, and before we start, do you remember you gave me this, my favorite cup? Does it have the Cologne Cathedral on it? Yep, it does. You can't see it because of the teas, but it's right there. Also, Susan freut sich auf diese Begegnung und sie trinkt aus einer Tasse mit dem Kölner Dom, die ich ihr mal geschenkt habe auf einer unserer Reisen. Thanks, that's such a sweet gesture. I love it. I use this when I write every morning. That's my cup. Oh, maybe I should get some part of the revenue you make with your books. Okay, nein, das war jetzt ein schlechter Scherz. Sie sagt jedes Mal, wenn sie schreibt, jeden Morgen hat sie diese Tasse neben sich. And you know, you look bright and shiny like always, and I would like to congratulate you. Dance Away with Me, Wenn sie tanzt. Hit the bestseller list, the Spiegel bestseller list right from the start, place 4. Ihr neuer Roman Und wenn sie tanzt hat gleich nach dem Erscheinen auf der Spiegel Bestsellerliste den 4. Platz eingenommen. Das ist ein grandioser Erfolg. Und something else, Blanc Vallée has already ordered the 3rd edition of your book, which came out mid-June. Der Verlag Blanc Vallée hat jetzt schon die 3. here, let's show this. And you got the German copy too, don't you? I've got 2 of them. Sie hat sogar 2 deutsche Ausgaben. Die amerikanischen sehen sicher ganz anders aus. Aber der Verlag hat jetzt die 3. Auflage bestellt und das ist was ganz Besonderes. Innerhalb dieser wenigen Monate, das bedeutet 120.000 Bücher. Susan, may I brag a little bit in your behalf in German? Oh, please. Ich wollte ein bisschen auf Deutsch über Sie sagen, für die von euch, die es noch nicht wissen. Aber die meisten von euch sind ja Hardcore-Fans und Seppis, das wissen wir. Susan Elizabeth Phillips ist eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher werden in 33 Sprachen übersetzt und allein im deutschsprachigen Raum wurden insgesamt über 5,5 Millionen ihrer Bücher verkauft. That's incredible. So I said that your books are being translated into 33 languages. And in the German-speaking countries, you have published more than 5,500,000 books. I don't know if you're aware of these figures. Yes, you have. So how does that feel? And how does it come that you have this very close and special relationship to your German fans and friends? Wie kommt es, dass sie in Deutschland so populär ist? Und dass sie da auch so eine ganz besondere Nähe zu ihren Fans und ihren Freundinnen hat. The relationship has become very personal because I've been able to tour over there 3 times, form a dear friendship with you and my other friends at Blanc Vallée and with my readers. It's made a very personal relationship. Die Tatsache, dass sie schon 3 Lesereisen gemacht hat und Beziehungen geknüpft hat und Freundschaften mit mir, mit den Mitgliedern von Blanc Vallée, mit ihren Fans und die von euch, die schon bei ihren Lesungen waren, ihr wisst, sie redet mit euch, sie signiert die Bücher, es gibt Fotos, sie umarmt euch, da kommt ganz viel Wärme und Nähe auf und das ist wunderbar und das weiß sie ganz besonders zu schätzen. Before we talk about your wonderful new book, and it is a wonderful new book, Susan, let me just ask 1 or 2 general questions. Having been translated into 33 languages, which would be the most exotic ones of these languages? I was very surprised to see it in Hebrew. Israel, that was interesting, and Vietnam. Also, yes, those were the most surprising to me. Also die Sprachen, die Sie am meisten überrascht haben, in die Ihre Bücher übersetzt wurden, waren Hebräisch, Israel und Vietnamesisch. Und da folgt gleich meine nächste Frage. What is your explanation for the fact that you reach the hearts and the souls of all these readers, although your books have quite an American context, actually?
Wieso hat sie solchen Erfolg in diesen anderen Kulturen, wo ihre Bücher doch eigentlich ziemlich deutlich in Amerika situiert sind? I was surprised. I think I thought when I started my career, there would be more difference between my American readers and my international readers. Also als sie anfing zu schreiben, dachte sie eigentlich, dass es viel stärkere Unterschiede geben würde zwischen ihren internationalen und ihren amerikanischen Lesern und Leserinnen. What I discovered was women are the same everywhere. Okay. I think that the stories I write are the stories that women everywhere used to tell around the campfire. Also die Geschichten, die sie schreibt, die haben die Frauen früher um dem Herd oder sogar der Feuerstelle sich schon erzählt. Alles sind Geschichten, die die Frauen betreffen. These are stories about love, about creating families, about girlfriends, about community. They're the same things women everywhere are interested in and love reading about. Diese Themen, habt ihr alle verstanden. Jetzt Liebe, Familie, die Gemeinschaft, das sind Themen, die uns alle betreffen. As you said, your German readers are especially faithful because you spend a lot of time with them or with us. Yeah. Your latest novel is a standalone, Dance Away With Me. It's set in the small town of Tempest in the mountains of Tennessee. And it is such a rich and exciting novel with lots of cliffhangers and surprises and sex and humor and things to learn. So I would like you to ask you to give a short summary or tell us a little bit about it, a teaser maybe, not too many details and secrets yet. And I'll just say this in German. Ihr neuer Roman, der ist wieder ein Einzelroman, der gehört nicht zu einer ihrer vielen Serien, der Fußball- und Sportserien. Und der spielt in einer kleinen Stadt in Tennessee, Tempest, das heißt der Sturm, in den Bergen von Tennessee, wo es auch viel Armut gibt. Und es ist eine reichhaltige und aufregende Geschichte und mit Cliffhangern und Überraschungen und jede Menge Sex und Humor und Spannung. Und sie soll ein paar Worte dazu sagen, ohne zu viel zu verraten. So we have Tess, the heroine. She is a midwife and she's a deeply grieving young widow. All she wants is to be left alone. Ja. Die Hauptfigur ist Tess. Sie ist Mitte 30. Sie ist eine Hebamme und im Moment ist es so, dass sie unglücklich ist und trauert und verzweifelt ist, weil sie ihren Mann verloren hat. Sie ist eine Witwe und möchte nur noch in Ruhe gelassen werden. The hero, Ian Hamilton North, is an enigmatic street artist. He's at a crisis in his career. All he wants is to be left alone. Der Held, Ian Hamilton North IV, ist ein Künstler, und zwar ein Street Artist. Wir benutzen das auch im Deutschen jetzt, also Straßenkünstler, macht riesige Wandgemälde. Der ist aber jetzt gerade in einer Schaffenskrise und weiß nicht, wohin mit sich. Tess is isolated in this little cabin above the town of Tempest, Tennessee, and North is in a renovated schoolhouse also in the mountains above the town. Mm-hmm. Go ahead. These are two people who only want to be left alone, but something is going to come into their life that's going to make that impossible. And you and I know who and what. And we're not going to tell. Tess hat sich zurückgezogen in eine kleine, nicht sehr komfortable Hütte in den Bergen von Tennessee. Und ein Stückchen weiter ist ein altes, renoviertes Schulhaus und in dem wohnt Ian, der Künstler. So, it's such an interesting, thrilling story. Und beide wollen alleine gelassen werden, aber dann passiert etwas ganz Eingreifendes, etwas ganz Problematisches, dass das nicht mehr zulässt. Sie müssen sich bewegen. Aufeinander zu, voneinander weg, man wird sehen. But it's such a fantastic book. What inspired it? Did you start with the plays or with the characters or with the plot? Womit begann sie? Was war die Inspiration dieses Buches? Manche Autoren fangen mit dem Ort an, die sagen, ich will jetzt was über eine Stadt in Tennessee schreiben oder
vielleicht über die Heldin oder über die Handlung als solche? This is a crazy story, okay? I was on a hiking trip in Sicily and I was in a not very nice hotel. I woke up in the middle of the night with this idea. Come on. Sie war auf einer Wandertour in Sizilien und war in einem nicht sehr attraktiven Hotel und wachte mitten in der Nacht auf und hatte diese Idee. The idea was I wanted to write a book about a Sicilian midwife in the 1950s in rural Sicily. Oh, okay. Also die Idee war, dass sie über eine sizilianische Hebamme schreiben wollte in einem ländlichen Gebiet in den 1950er Jahren in Sizilien. A lot of the elements at 3 o'clock in the morning of this story sort of fell into place for me. But when I woke up, I realized I could not possibly write a story set in 1950s rural Sicily. So then I took the idea into more contemporary time and Also, into the US. also als sie dann aufwachte, merkte sie, also eigentlich ist sie nicht die Person, über sizilianische Dörfer in den 50er Jahren zu schreiben. Und dann hat sie das rumgedreht und hat sich entschlossen, die Geschichte in den USA spielen zu lassen. Whereas you probably chose Tennessee because you have those poor small towns and poor people living in the mountains, and there's still a lot of rurality around, right? I like writing about those small communities, rural communities. And I had written about Tennessee in my book, Natural Born Charmer, which is the book about Dean Robillard and Blue Bailey. So I like that setting. Mhm. Sie hat also schon vorher über Tennessee geschrieben und sie schreibt gerne über schmale oder über kleine Orte. Und das war das Buch mit Blue Bailey und Robillard. Dean Robillard. Ja. Und das ist also, sie ist nach Tennessee zurückgekehrt und sie hat immer wunderbare Namen. So it's not a coincidence that the place is called Tempest and that the place, the coffee shop where Tess is going to work eventually is called the Broken Chimney. How do you pick these words? How much time does it take you, or do they just come to you? Tempest was not the original name of the town, but the more I wrote the book, and I was searching for the perfect name, and I saw a quote from Shakespeare's The Tempest, and all of a sudden I went, yes, that's it. Plus, it's my favorite play. Sie sagte, dass sie sich einen anderen Namen ausgedacht hatte zuerst für den Ort. Und dann sah sie das Cover von Shakespeares Stück Der Sturm und das war dann der richtige Name. And of course, when we read The Broken Window, der Coffee Shop mit dem The Broken Chimney, mit dem zusammengefallenen Schornstein, dann haben wir schon eine Ahnung, was für Leute in dieses Laden gehen und wie diese kleine Stadt zusammengesetzt ist. But it's not only the characters which are interesting, but you also chose very special themes, and not just one. You have many different themes which you weave into each other. Gerade in diesem Buch geht es nicht nur um die Charaktere und wie die sich finden, sondern sie hat da eine Reihe von ganz interessanten Themen entdeckt. Would you want to mention any of these themes as yet? Yes, one of the things I love writing about is that I believe families are built in interesting ways. And our families are not always just made up of the people that we're related to by blood. In our family, we've acquired some wonderful, we call them our bonuses. Mhm. We have bonus grandchildren, we have bonus children. And I love writing about that kind of idea of the fact that families are built not just with blood, but with love and connection. Ja, sehr schön. Eins ihrer Themen, das sie auch selber lebt, ist, dass Familien eben nicht nur durch Blut miteinander verbunden sind, sondern dass es Familien gibt, die sich finden, die sich lieben, die die gleichen Verbindungen haben und finden. Und sie sagt, sie ist selber eine Person, die hat mehrere Verwandte, Enkelkinder und
ja, Schwiegertöchter. Und das ist dann so eine Bonus-Family. Das sind für sie Geschenke, diese Beziehung, die außerhalb der normalen Verwandten läuft. And many years ago, my first career was as a high school teacher. So I'm very interested in teenagers. I love teenagers. I think it's a really fascinating time. And so the idea of making sure teenagers have the tools they need to enter into the adult world is something that's important to me. So that's also something I write about. Sie schreibt auch besonders gerne über Jugendliche, über Heranwachsende, über Teenager, weil sie auch früher mal, also ganz, ganz früher, Highschool-Lehrerin war. Und die Themen, die die jungen Menschen umtreiben und das, was sie brauchen, um erwachsen zu werden, das fasziniert sie und da schreibt sie sehr gerne drüber. Und gerade in diesem Buch, you want to tell something more about the book here, or what the special theme in this book is about young people growing up? One of the things I talk about is sex education with teenagers. And I don't know what, in the United States, we have some restrictions in our public schools on what health programs can teach about sex education. And I don't like this at all. I feel like it's very restrictive and dangerous. So that's one of the things I address, but I'm interested to know what is happening in the German schools. Well, first of all, Susan interessiert sich natürlich auch darüber, wie Jugendliche in Sexualität eingewiesen werden und Sexualkunde. Und in Amerika ist es so, dass in bestimmten Staaten es sehr starke Einschränkungen gibt bei Sexualkunde in den Schulen. Well, we hear that in some states, schools are not allowed to teach about evolution. So I understand that they don't want to tell where the little children come from and how that works. It is a minority of states and a minority of communities, but it does exist and it is a bit upsetting. Ja. Also sie findet das sehr unerfreulich und verunsichernd, dass es tatsächlich Staaten gibt, die so stark eingreifen in wissenschaftliche Themen. Und sie wollte jetzt hören, wie das mit Sex Education, mit Sexualkunde in Deutschland ist. Well, I think you should ask your readers. I'll try my best to answer these questions, but since I don't have any kids myself, also eigentlich sollte sie jetzt Sie alle fragen oder vielleicht kommen ja noch ein paar Antworten gleich rein. Ich selber habe keine Kinder, ich habe wohl auch viel mit Jugendlichen zu tun. Also ich höre immer, da gibt es Sexualkunde, aber die ist allen ein bisschen peinlich, den Eltern und den Lehrern und den Jugendlichen. Und so die richtigen Dinge, die so spannend sind oder die man wirklich wissen will, werden da vielleicht gar nicht angesprochen. So what I hear is, there is teaching at school in different grades, 5th grade, 6th grade, and sometimes in further grades as well on a different level. But what I hear, it is fairly embarrassing to the kids, Yeah. to the teachers, it's embarrassing to the parents, and I think the really burning questions, which of course also come up with the internet and the access to things in the internet, I'm not sure that they are being really addressed. But maybe some of your Seppis will write some questions or answers concerning this. I just want teenagers to be able to stay safe. Yeah. I think that's important. And one of the other things I love doing in Dance Away With Me is having all of these interesting characters, these kind of quirky people. I think that they add humor and dimension to the book. And oh, they were so much fun to write. I believe that. Also für sie ist das Allerwichtigste, dass junge Menschen sicher sind. Und was ihr noch einen Riesenspaß gemacht hat in dem Buch, und man muss ganz oft lachen, auch wenn es um ernste Themen geht, da sind lauter schräge Vögel. Also diese ganzen Typen, die da in diesem kleinen Ort zusammenleben oder auch sich streiten oder ihre Konflikte haben, das hat ihr einen Riesenspaß gemacht und das merkt man auch beim Lesen. You've written a series of books about football and about sports. Is this the first book where you really delve deeply into art? Ist das das erste Buch, in dem Sie sehr stark in das Thema Kunst einsteigen? No.
Well, this is a deeper delve, but because I love art and art museums, I've written about artists in the past. In my book about Sugar Beth, Mhm. the American title was Ain't She Sweet? Mhm. There's a backstory about an artist. And also in This Heart of Mine, that's the story of Molly and Kevin. This Heart of Mine was the American title. So this is something I've played with before. Ja, also sie hat vorher schon in der Geschichte über Sugar Beth, da gab es im Hintergrund einen Künstler, I remember it now. Und Molly und Kevin, da spielt Kunst eine Rolle, aber so tief wie jetzt ist sie noch nicht eingetaucht, aber es ist eine ihrer Leidenschaften. Sie liebt Kunstmuseen, sie liebt Kunst und sie hat hier ganz vieles reingebracht, was packend ist und ja, was auch für die Leser sehr interessant ist. So I was illuminated by your book. I learned things I didn't know before. Well, you remember when I'm traveling in Germany with you, if we get into a town early enough, I immediately take off and go to the art museums. And especially when we're in smaller towns, I remember the art museum in Hanover was so lovely. There are so many wonderful art museums in Germany. I love visiting them. Das ist uns schon aufgefallen, wann immer wir reisen, sobald wir etwas pünktlicher in einer Stadt ankommen, wo abends gelesen wird, ist Susan sofort verschwunden und schaut sich die Kunstmuseen an. In Hannover war sie sehr gerne, da schwärmt sie. Did you see one in Cologne? I knew you were going to ask me. Okay. Tell my readers who don't know about this that you have been a cultural ambassador for the city of Cologne. At one time, you were a deputy mayor of the city of Cologne. And in your mind, this is the most magnificent city in the entire world. I know this about you. Well, this is being streamed everywhere, so not just in Munich. So I think maybe I should translate what you said. Also Susan sagt, ich soll den Lesern mitteilen, die das nicht wissen, dass ich selber lange Zeit Kulturpolitikerin in Köln war und Bürgermeisterin für Kunst und internationale Themen. Und dass das mein Thema ist und vor allen Dingen, dass ich denke, dass Köln da eine der tollsten Städte auch ist. Und sie war aber auch ein sehr begeisterter Gast. Susan, you were a very enthusiastic guest. The other thing I got to explore with this book was this world of street art, which is an international art form that I knew nothing about. In my mind, street art was just graffiti. Yeah. And this opened up a whole new world to me as Ian transforms himself from a kid who tags or does graffiti on subway cars to what he is now, which is the American version of the great British street artist Banksy. That was my inspiration for him. Banksy, der große britische Street Artist oder Straßenkünstler, Street Artist, war für sie die Inspiration. Sie hat dieses Thema Street Art entdeckt und hat mit Ian eine Figur geschaffen, der schon als Kind so mit seinen Graffiti und seinen Tags versucht, Zeichen zu setzen und der sich dann in den großartigsten Street Art Künstler Amerikas verwandelt, analog zu Banksy, und da hat sie eine ganz neue Welt für sich entdeckt. And well, next time you come to Cologne, we have a whole part of town which has street artists expose their paintings. We'll go there. I love that. I've been able to see a lot of international street art when I have traveled, and I have some photographs which I need to put up on my Facebook page and haven't gotten around to, but I'm going to do that. Whenever I look a little bit distracted, immer wenn ich so ein bisschen abgelenkt wirke, dann kommt nämlich mein netter Kollege vom Blanc Vallée Verlag und bringt hier Fragen rein, und ich möchte gar nicht so viel Zeit mehr selber nutzen, sondern euren Fragen hier Öffentlichkeit verschaffen. Und vielleicht 2, 3 Dinge noch, und dann öffnen wir mal die Diskussion. So I'm getting... I know what you're saying. Yeah, you learn a lot of German coming here. No, Angela, we have to stop and tell them the story, okay? Also bevor es weitergeht und ich eure Fragen jetzt vorlese und an Sie weitergebe, will sie noch eine Geschichte erzählen.
I'm not good with languages. I have always had difficulty with them. But when I came to Germany, I wanted to do a greeting to my readers at the beginning of each one of our readings. Ja. And I would memorize in German, I'm so happy to be here. Okay, you can start with that. Also sie sieht sich nicht als sehr sprachbegabt, aber als sie dann nach Deutschland kommen, wollte sie bei jeder Lesung doch die Gäste auf Deutsch begrüßen. So I would say this that I had memorized, and everybody laughed, and I thought it was fine until we were halfway through the tour. And Angela, you said to me, "What is that thing you're saying in German? You didn't even know what it was." Oh, I don't quite remember that, but I think you're right. I remember it. Ja, sie hatte etwas auswendig gelernt und sagte das dann immer schön auf. Und die Leute lachten und das fand sie auch sehr nett und witzig. Und nachdem die Tour schon halb vorbei war, nach 3, 4 Abenden, sagte ich, Susan, was ist das eigentlich, was du immer den Gästen da sagst? Und ich hatte das gar nicht so recht verstanden, aber ich wollte auch ihre Gefühle nicht verletzen. I didn't want to hurt your feelings. So everybody was happy, actually. Oh, one of my favorite stories. And we have many of them. Ich habe auch eine kleine Lieblingsgeschichte, die ich über Susan gerne erzähle. Ich habe von Susan ein Mantra gelernt, wann immer wir reisen. Sie hat einen dicken, schweren Koffer, dann kommen wir ins Hotel, 5. Stock. Während ich im Aufzug hochfahre, rennt Susan die Treppe hoch, wie eine Gazelle, wie eine Gemse. Und dann sage ich immer, Susan, why are you doing that? Und dann sagt sie, if you don't use it, you lose it. Das ist die besttrainierte Frau, die ich überhaupt kenne. So. Und nach Yoga vor den Lesungen. Was I allowed to tell them that you do yoga before the readings? Oh, yes. Yeah. Yeah. Also, bevor ich mich jetzt den Fragen zuwende, vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Sache. Viele Leute sagen ja auch, das sind so romantische Romane mit Frauen, die dann einen attraktiven Mann finden. Ich möchte euch mitteilen, dass Susans Romane sogar in den feministischen Abteilungen von Universitäten gelehrt werden. Und warum? Why is it that your novels or you yourself stand for a feminist author and your novels are being discussed in the feminist departments of American University? What is so special about the women you create? I believe that the great romance novel is a novel that shows women rising to their strength. You have, in a romance novel, you have a power imbalance. The hero has all the power, the heroine has none. And what happens by the end of the book? She's got the edge. And that to me is what I see as why I think that romance novels, the good ones, are the purest example of feminist fiction we can have. So, I mean, is it a turnaround or is it a leveling in the end? It can be it's a leveling, but I always feel like she's got a little bit of an edge. The damsel in distress has turned into the dominatrix. She's a warrior, she's a wolf. Sie sagt, für sie bedeutet das romantische Romane, Liebesromane, da gibt es am Anfang eine totale Schieflage in der Macht. Und geschichtlich und auch heute ist es ja noch so, dass die Männer da die ganze Macht haben, jedenfalls in den Romanen, die sie beschreibt, auf unterschiedliche Weise, politische, finanzielle Macht. Und die Frauen am Anfang ihrer Romane, die haben halt alle ganz große Probleme, finden sich im Graben wieder, müssen irgendwie sich entwickeln, ihre Kräfte finden. Und indem sie das tun, nähern sich die beiden Charaktere an, die Heldin und der Held, und finden ein Gleichgewicht in der Macht. Und sie meint, die Frauen sind da immer noch einen Tick weiter am Schluss. But I think it's only fair, looking back at the centuries we've lived through, and not we, but women have lived through. So I think it's quite fair that they should have that edge. I think so too. And the other thing we have is every one of my books is a woman's journey. And we see her overcoming all kinds of odds to reach the end of her story. So it is a woman's journey. I love that. And it's going to have a positive ending.
We're not going to end up with her in despair and distress as we see with a lot of literary fiction. We're not going to have that. Obwohl Susan Literatur liebt, sagt sie, sie schreibt aber nicht so wie literarische Bücher, in denen dann oft die Frau am Schluss doch verzweifelt ist oder stirbt oder ein unglückliches Ende nimmt. Bei ihr ist es so, dass die Frau oder die jungen Frauen in ihren Büchern, die machen eine Reise. Susan begleitet sie auf dieser Reise und eine Reise zu ihrer Entwicklung, zu einer Entwicklung und einem stärkeren und reicheren Ich. Thank you. So is it okay with you if I hand over to all your fans who are watching this? Oh, yes. I'll just read the questions. I'll always read them in both languages for everybody to understand them. The first one that came in said, do you have any idea how big the percentage of your male readers is? Wie groß ist der Anteil der männlichen Leser von Susans Büchern? Okay, Angela, you've heard me tell this story, I think, before. Here's the way I get male readers. A woman is sitting around reading one of my books and she laughs. And her boyfriend, her husband, her significant other says, "What are you laughing at?" And she tells him and he laughs. She goes back to reading. She starts laughing again. Yeah, I know. Says, "What are you laughing at?" She tells him, and before long, he takes the book and reads it himself. But I am not writing for a male audience. I love having male readers. A lot of them are very attracted to my books, but I'm writing for the woman reader. Sie sagt, dass sie eigentlich, es funktioniert so, sie schreibt für ihre weiblichen Leserinnen, aber wenn die dann da zu Hause sitzen und lesen und dann lachen sie und dann fragt der Mann, worüber lachst du denn so? Und dann liest sie weiter. Ist so viel Humor in den Büchern, dass dann irgendwann der Mann dann sich das Buch auch schnappt und lesen will. And I think they should be reading your books because they learn so much about women's feelings and also women's sensuality. It would be quite helpful if more men read your books. I've had a lot of men tell me that in emails or in my social media, that they feel like they've learned a lot about women. And that's pretty cool. Ich meine, eigentlich sollten viel mehr Männer ihre Bücher lesen, weil sie da sehr deutlich lesen oder erfahren, wie Frauen empfinden, ihre Sinnlichkeit, ihre Sexualität, ihre Wünsche, ihr Verhalten, ihre Ängste. Also für Männer ist es auch ganz hilfreich, aber den genauen Anteil kann sie leider nicht sagen. Und das war eine Frage von Sunny und die allererste Frage war nämlich von Alicia. She wrote in English, if you had to spend the self-isolation with one of your protagonists, who would you choose and why? Wenn Sie jetzt in Ihrer Quarantäne einen Ihrer männlichen Helden aus Ihren Büchern dabei hätte, welchen würden Sie wählen? Oh, my goodness. The heroes I create are difficult men. I'm not sure I'd want to spend too much time in social isolation with them. But right now, I would definitely spend it with Ian because I would want to learn a lot more about this whole world of street art. I feel like I've just learned a little bit about it. Is your husband in the next room? Could be. Okay, also sie sagt, eigentlich sind ihre Helden immer solche schwierigen Männer, mit denen würde sie überhaupt nicht zusammenleben wollen. Aber wenn überhaupt, dann wäre im Moment Ian derjenige, weil sie von ihm ganz viel über Kunst lernen könnte. Und das fasziniert sie im Moment sehr. Alicia, good question. Ich habe gefragt, ob ihr Mann Bill nebenan ist. Das weiß sie nicht so genau. The other thing we should tell them in the spirit of disclosure is that both you and my husband know that I have a huge crush on your husband. It's common knowledge. If you spread it all over Facebook. You translate that now. Tell the German readers. Zu übersetzen, dass wir alle wissen, also Sie und ich und Ihr Mann Bill und mein Mann Heinz, dass sie ganz schön verknallt ist in Heinz. To have a crush on somebody, jemanden schon ganz toll finden. We all know it and we're happy about it. We all know it, yeah. And I think Bill is a fantastic man. He's pretty cool, yep. I know what I'm talking about because we were fortunate to stay in your house for a weekend. So we loved it.
We can't wait for you to come back. That was so much fun. But maybe one of these days I'll get Bill over there. Let's do that. Yeah. You know where to stay. Also wir haben uns sehr gerne erinnert, dass mein Mann und ich bei ihr mal gewohnt haben bei Bill und wir eine fantastische Zeit miteinander haben. Sie träumen jetzt davon, nach Europa zu kommen und Bill auch mitzubringen. What has it been like to you to live through this Corona thing and to not be able to travel and not be able to come to Germany for the big book tour? There have been huge disappointments in terms of Germany, in terms of my travel. Yeah. But what I feel a little bit guilty because the social isolation has been very good for my writing. It's been, I think writers are well adapted to social isolation, and I've made a lot of progress and been able to do a lot of work through all this. So I have been much more fortunate than a lot of people, for certain. Sie sagt natürlich, es gab sehr viele traurige Absagen von Reisen, auch von ihrer Deutschland-Tour. Aber sie hatte es ganz gut in der Zeit. Als Autorin ist sie daran gewöhnt, viel allein zu sein. Und sie hat natürlich ein schönes Zuhause, sie hat einen Garten und sie hat einfach sehr viel schreiben können und sehr produktiv sein können. Also für sie war es eigentlich auch eine gute Zeit und das macht ihr fast ein schlechtes Gewissen. Francine schreibt, we need more books depicting the mid-century. Wir brauchen the 1950s? Pardon? The 1950s? I wonder. Could be. Yeah. Also Francine, wir brauchen mehr Bücher, die über die Jahrhundertmitte schreiben. Jetzt welches Jahrhundert? 1950 wahrscheinlich. Do you think so? My book, Glitter Baby, and this was the book about Fleur Savagar and Jake Caranda. There is quite a bit of that takes place in the mid-century. And we're seeing a lot of authors who are writing about that right now. It's not a period that I'm particularly attracted to writing about, but I agree. I think that's actually the next wave of books we're going to see are from the 1950s. Interesting. We should wonder why. Also das Buch Glitter Baby mit Fleur Savagar, das sie geschrieben hat, das spielt in den 50er Jahren. Wobei sie die 50er als Thema zum Schreiben nicht so attraktiv findet, aber sie meinte, es ist so eine Welle, die jetzt gerade auf uns zukommt. Well, it's been 70 years. Maybe there's a rhythm. Here we're back with the sexual teachings, with the Aufklärungsunterricht. Sexual instructions. So Daniela writes, Aufklärungsunterricht zum ersten Mal bereits bei meiner Großen in der 4. Klasse. Es ging auch um Schutz bei Sex und Krankheiten. Okay, so her older child had this sexual instruction in the 4th grade, and it was also about protecting yourself against pregnancy and diseases. So that sounds pretty progressive. Yes, we're not interested in sex education that tells kids how to do it in 13 different ways. What we're interested in is keeping them safe. Ja, also wir brauchen keine Sexualkunde, wo wir den Jugendlichen sagen, wie sie auf 13 verschiedene Arten und Weisen da zusammenkommen können, aber Sicherheit und Gesundheit. Und hier Theresa hat sogar mehrfach sehr guten Unterricht gehabt und alle wichtigen Themen und offenen Fragen wurden beantwortet. So Theresa is another one who says all important questions were addressed and so maybe things have improved in the last decades. Daniela schreibt, I just wanted to thank you for your wonderful books. I love them all and read them often. You are the one that inspired me to follow my dream and publish my first book this year. Thanks again. Daniela liebt alle Bücher von Susan. Und wenn sie jetzt hier wäre, würde Susan sie sofort umarmen, weil Susan Daniela inspiriert hat, ihr erstes Buch zu schreiben, ihrem Traum zu folgen. Und es ist dieses Jahr veröffentlicht. I want to interrupt on that one. I've had a number of conversations when I've been in Germany about some of your wonderful German romance authors. And one of the problems they're running into is book piracy. The book piracy is so bad that
a lot of your German romance writers can't make a living doing this. And I'd like to urge all of the readers to make sure they are buying the books from legitimate sources and not from these pirate sites where they're getting the free books. When you're reading a free book from a pirate site, that writer is not getting a penny from her work. And it's really, really difficult for the German romance writers to be able to make a living. Oh, I didn't know that, so thank you for telling us that. Susan sagt, sie hat viel mit deutschen Autorinnen gesprochen, Autoren und Autorinnen, die eben Liebesromane schreiben. Und da wird so viel Copyright gebrochen. Da werden Bücher einfach auf freien Seiten veröffentlicht. Und wann immer man ein solches Buch liest, so einer Piratenseite, dann bringt man den Autor, die Autorin um das wohlverdiente Gehalt oder um ihre Existenz. Und sie appelliert an euch alle, dass ihr bitte die Bücher von ordentlichen Verlagen, in ordentlichen Buchläden kauft oder zumindest Bücher, die nicht irgendwo auf anderen Seiten erscheinen und wo dann der Autor nichts von hat. Ah, Kate ist schon die hat bestimmt das Buch schon gelesen. Kate has probably read the book. Wird es Bücher zu anderen Charakteren aus und wenn sie tanzt geben? Will there be more books to some of the other characters from Dance With Me, yeah. I don't have any ideas now. I would say no, but I've said no before, and then there's another book that's popped up. So as of now, no, but who knows? That's why Kate is writing this, because she says no, you say no, and then you write one anyway, but you don't know it. True. Also Kate, wir können trotz allem noch hoffen, weil Susan sagt oft nein, aber wer weiß, was sich da noch entwickelt. Jenny is asking a question which you won't like. Jenny stellt eine schwierige Frage. Wie lange schreibt Susan an einem Buch? How long does it take you to write and finish a book? I usually say around 2 years, but this book, I took a year off after we did, I can't remember what the German title was of First Star I See Tonight, the last one we toured on with Cooper Graham and Piper. Yeah. Mm-hmm. I took a year off after that book. And so that's why there was such a big lag. In general, it takes me about 2 years. Sometimes I can do it less. Also sie hat einfach sich mal ein Jahr Auszeit genommen nach dem letzten Buch, wo es um den Footballspieler ging und die Detektivin. Und First Star I See Tonight, ich glaube, wir hatten im deutschen Titel war das auch was mit Sternen. Ihr kennt das eh alle. Und da hat sie mal ein Jahr Auszeit genommen und normalerweise braucht sie doch so 2 Jahre. Also diesmal war der Rhythmus 3 Jahre. Since you said you were self-isolated and productive, are you writing another one? Okay, also sie ist wieder an einem neuen Buch dran. And any day we might hope for, any year, any decade? This one's going quickly. I'm actually getting ready to revise it now, but I'm not talking about it yet. But I can't wait to talk about it. Let's be superstitious and keep it. Ja, also sie ist tatsächlich relativ schnell mit diesem fertig geworden und sie ist schon bei der Überprüfung und sie liest es nochmal und sie darf aber jetzt an sich nichts mehr sagen. Wir müssen alle gespannt bleiben und gucken, was passiert. Another tricky question. Was macht Susan, wenn sie eine Schreibblockade hat? Susan, what about writer's block? I get writer's block probably 6 times every day. Oh, okay. What I've discovered is the only way I can work through writer's block is sitting in the chair at my computer and just writing until it goes away. Sometimes it'll take a couple of days, but I keep working through that time until I break through. It doesn't scare me anymore. It used to scare me when I was a new writer, but it doesn't scare me now. I just know it's part of the process. Also als sie noch eine junge Autorin war, da hat sie das sehr erschreckt, die Angst auch vor dieser Schreibblockade. Und mittlerweile sagt sie hat so 3 bis 4 am Tag. Und sie hat herausgefunden, die einzige Möglichkeit, das zu bekämpfen,
ist einfach dran zu bleiben und so lange zu schreiben, bis das überwunden ist. Also es bedroht sie nicht mehr und wie gesagt, das letzte Buch ist ja sogar recht schnell gegangen. Why did your last book go so quickly? Was it because of the COVID-19 self-isolation? The book I'm writing now that I'm finishing up now went quickly, partially because of social isolation, and partly because I had a clearer vision of it when I started. When I started, this book, I didn't exactly know where I was going with it. So I had to keep exploring and rewriting. And it took me a long time to just figure out what the vision was and who these characters were. The word I'm working on now, I just had a clearer vision from the beginning. Okay. Sie sagt, als sie sich hier, weil sie das so schön macht, mache ich das auch nochmal hier. Und wenn sie tanzt, als sie das schrieb, da hatte sie noch keinen klaren Blick, wo es hingehen sollte oder wie sich die Charaktere entwickeln würden. Und von daher musste sie vieles doch überprüfen oder rausschmeißen, neu schreiben. Aber bei dem letzten Buch, von dem wir ja noch nicht wissen, wie es heißen wird, da hatte sie von Anfang an einen klaren Blick und ein Ziel und das ging dann relativ schnell. It's interesting because in the past, you always said that when you write a book, you have to explore and sometimes the character go different ways and they don't always obey you and you have to follow their lead. In der Vergangenheit sagte sie, dass das öfters passiert ist, dass die Charaktere eigentlich sie gezwungen haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Oder so you think this is changing generally with you, or was it just this particular? I think it was specifically with this idea that I had. Yeah. Mm-hmm. Okay. But yeah, with this book, I didn't know exactly where I was going with it. And Tess is at such a low point at the beginning. And I wanted to see her bloom and blossom. And I wanted to see what happened with Ian as he confronted the challenges of his career and what was happening with the townspeople. It was just like a big mess in my brain when I started. Ja, gut, in dem Buch, das ihr ja wahrscheinlich zum Teil schon gelesen habt, ihr wisst selber, die Tess ist am Anfang in so tiefer schwarzer Verzweiflung und Susan wollte, dass sie am Ende aber wirklich blüht und fröhlich und glücklich sein wird. Und der Ian, der musste auch gucken, wie er über seine Krise hinwegkam und dann die ganzen schrägen Charaktere, die ja auch nicht uninteressant waren. I think apart from your heroines who try to approach the heroes or change them in a way so that they can live on an equal basis, that's one part of your book. But I think this book has an extra dosage of feminism or equal rights topics and social justice topics. Would you say so? And where did you get the impetus to do this? The impulse to do this? I suppose it does. I don't think I did it consciously because it's still all about the story and the characters. But these characters just found themselves entangled in a lot of some current issues. But I don't like to be heavy-handed about that. I think the book has a lot of emotion in it. Readers are telling me they're crying and they're laughing, and that's always what I'm after. Also sie sagt, in diesem Buch ist es tatsächlich so, dass viele aktuelle, gegenwärtige, auch gesellschaftliche Themen vorkommen. Natürlich macht sie das nicht super deutlich. Also es ist nicht ihr Ziel, einen sozialkritischen Roman zu schreiben, aber unser Leben und unser Alltag, die kommen da schon richtig toll vor. In ihren Büchern wird, nicht in den Büchern auch, aber wenn man ihre Bücher liest, wird auch gelacht und geweint. Und so soll es auch sein. We never talk about politics and we won't do today. How does it feel like to live in the States this time or these days? Without talking particular politicians, but there is something we watch from afar and we think, will there be a healing? It's a difficult time for sure. We're seeing fractured friendships and fractured families. And with what's going on with the virus and
it's a very, very difficult time. I keep telling, when my husband and I talk about it, I always say the Republic is strong. We have survived before. We're going to do it. We will survive again. And I just hope we come out better than we are right now. Yes, we all do, you know, our hearts are with you. Susan sagt, es ist in der Tat eine schwierige Zeit und es gibt viel Zerrissenheit in Familien, auch Freundschaften sind verloren gegangen mit dem Virus, das macht alles noch schwieriger. Aber sie weiß, dass die amerikanische Republik eine starke Republik ist und sie hofft einfach, dass sie bald besser rauskommen und sich die Dinge wieder fügen werden. What wishes do you have for your future? I mean, you have 3 wonderful sons who are creative as you are. You have a wonderful husband who plays instruments. You have all these lovely grandchildren. How do you deal with them? Especially, how did you deal with them now with the Corona thing, where you were apart for so long? After I wrote Cooper Graham and Piper Dove's book, I thought I might retire. And I didn't, that's the period when I didn't write before I got the idea in Sicily of the book. But what I've discovered is I don't see myself retiring now at all because I love the structure that writing brings to my day. I like the fact that I write in the morning and then I have the rest of the day free. So I'm not stopping anytime soon. Great. Also ich habe gefragt, wie Ihre Pläne sind und auch mit der Familie und wie es da jetzt so weitergeht. Sie hat 3 tolle Söhne, alle sind irgendwie begabt und der Mann ist musikalisch und sie hat super Enkelkinder. Aber das reicht ihr nicht. Sie hat gesagt, nach dem letzten Buch, First Star You See Tonight und Cooper Graham und Piper, da hatte sie eigentlich gedacht, so jetzt könnte ich mich doch zurückziehen. Und dann hat sie aber gemerkt, das geht gar nicht, weil sie liebt die Art und Weise, wie das Schreiben ihren Tag strukturiert. Morgen zu schreiben. At what time do you start in the morning when you write? Usually, sometimes I write before breakfast at 7 o'clock, but usually it's closer to 9. Ja, gut, also zwischen 7 und 9 fängt sie an mit dieser Tasse da, mit dem Becher neben ihr. Und dann schreibt sie morgens und dann hat sie den Nachmittag für sich und diese Struktur gefällt ihr gut. And if I see you writing about street art these days, I think you're also so curious and open to the world that you do want to put this into your books. It's your way of dealing with our presence, isn't it? I suppose I'm not always sure what compels me to write because I frequently don't enjoy it. Especially when I have that blank screen and I don't know where I'm going. But I sort of seem compelled to write. And I also, my favorite part of the process is after I have the words on the screen is revising and shaping. A lot of writers don't like that. But like when I get to the end of a book, it's like this big jigsaw puzzle, the things I have to put together to make it work. And I really enjoy that. Wonderful. Susan sagt, also das Schreiben selber ist nicht immer so toll, vor allen Dingen, wenn dann der Screen hell ist und da noch keine Buchstaben drauf sind. Aber wenn sie das Buch geschrieben hat, sie liebt es, aus diesen Puzzlestücken dann nochmal durch neues Lesen, durch neues Zusammensetzen, durch Verändern, da ihr Buch zusammenzustellen. You know, it's like a film, which is being edited. Ja, It's exactly what the process is. Ja, ne? Yeah. And I feel like that's when I really can dig into the story and make sure the relationship arcs work. And I like that. But I like doing jigsaw puzzles too. Okay, also sie liebt Puzzles und deshalb gefällt ihr dieser Prozess auch sehr. Noch ein paar Fragen, die Zeit ist bitteschön. You know, with you, time always flies. Die Zeit ist gerast und jetzt fragt Sabine, is it more difficult to continue writing a series or to write a standalone? The only benefit oder eine Serie weiterzuschreiben oder so ein Einzelbuch. The benefit to writing a series book is I know the landscape. Standalone is usually new territory, but I'm always going to write whatever book I'm compelled to write. The readers want
a lot more Chicago Stars books, but I always say I won't do another Stars book unless I have the perfect idea, because I love that series. I don't want to do anything to mess it up. Also Susan schreibt immer nur dann, wenn es sie packt, wenn sie diesen Zwang spürt, dieses Thema zu behandeln und nicht, weil sie schon da eine Serie hat und da stimmt schon die Charaktere und da stimmt die Umgebung, sondern sie braucht diese neue zündende Idee. Und ich bin der Lisa, wo immer du bist, Lisa, total dankbar. Lisa is helping me. She says, First Star I See Tonight ist auf Deutsch verliebt bis über alle Sterne. Lisa, nächstes Mal nehme ich dich auf Standby. Susan hat so viele Bücher geschrieben und wenn sie dann auf Englisch genannt, das ist ganz schwer, alle Namen im Kopf zu haben. Ihr seid da besser als ich. Vielen lieben Dank, Lisa. Theresa schreibt, findet sie den Titel, bevor sie das Buch schreibt oder danach? Do you find the title before you write the book or after? It depends on the book. This book was very hard to title. And I love the German translation of the title too. I think it's a wonderful translation. But this book, I talked to everybody. I couldn't get an idea for this book. And I was talking to my grandkids and they were coming up with all these wild, silly little titles. I don't know if you have Baby Shark there, but they wanted Baby Shark Dance and all this crazy stuff. My daughter-in-law came up with the title. She texted me when I went to bed one night and she said, Dance Away With Me. And then you translated to, and then she dances, right? Isn't that the translation? Love that. Ja. Also, die ganze Familie wird beteiligt. Also normalerweise weiß sie die Titel schon vorher. Und bei diesem Buch war es aber unglaublich schwierig. Und dann hat sie ihre Enkelkinder gefragt und die haben aber nur so lustige und unsinnige Dinge ihr gesagt. Der konnte sie nicht benutzen. Und dann kam ihre Schwiegertochter und hat dann gesagt, Dance Away With Me. Und das war's. Und auf Deutsch, und wenn sie tanzt. Und ja. So I'm getting all confused with all these titles. You see, that is my one. Always a problem, right? I'm getting some more questions, and then we have to find our goodbye words. Teresa is also very curious. Are you planning another tour through Germany, a German book tour? Yes. As soon as we can travel and we can all work it out, I will be back. Okay, also hängt nur noch am Coronavirus. Alle gut aufpassen, alle gesund bleiben und dann kommt sie gerne wieder. So. Oh, Jenny admires you. Jenny schreibt, wie kam es, dass Susan zum Schreiben kam und dass sie ihren Job als Lehrerin aufgegeben hat? Das ist ja ein sehr mutiger Schritt. How come you gave up teaching just to write? Because writing is, I mean, that's such a courageous step. I didn't. I gave up teaching when I had our first child. And the writing happened by accident after that. Because you got bored in the kitchen. The whole story is on my website at susanelizabethphillips.com. But a friend and I started writing a book together because we had a 2-year-old and a 6-year-old I had. And that's how we got started, just for fun. And it grew from there. Also es war gar kein bewusster, mutiger Schritt, obwohl sie der Gedanke sehr freut, sondern sie bekam ihren ersten Sohn und war dann mit einer Freundin zusammen, die auch ein Kind hatte. Und dann haben die beiden aus Jux und Dollerei angefangen zu schreiben und war dann doch sehr überrascht, wie erfolgreich das war. And you never stopped. And you gave so much pleasure to people all over the world. And they've given pleasure back to me, let me tell you. Yes. Susan, thank you so much. Stay around. I'll announce the next author for the coming week. Vielen Dank, Blanc Vallée und Weltbild, dass wir diese Möglichkeit hatten, mit Susan zu sprechen. Nächste Woche Donnerstag, 16 Uhr, gibt es wieder über Facebook-Kanäle die nächste Folge von dieser Veranstaltungsreihe. Weltbild präsentiert ein Gespräch mit der Autorin Susanne Oswald über ihr neues Buch, und da geht es auch um Liebe, mit dem Titel Verliebt im Café Inselglück. So the book that will be presented next week by the German author is also about love and being in love.
But before we really end, in most of your books, you have a very nice frame. In this one as well, you have the prologue about the young Ian. Yes. Then you have an epilogue about somebody, by somebody we won't name. But have you always done this prologue and epilogue thing? Because it gives such a wonderful dimension to it. Let me just translate. Was die Bücher von Susan besonders befriedigend macht, sie hat gerade in den letzten Büchern ein Vorwort, ein Prolog und ein Epilog, so ein Nachwort, die ihrem Buch nochmal eine ganz neue Dimension geben. Und ich will Sie fragen, was das für Sie bedeutet. I don't always write a prologue. Actually, I try not to write a prologue, but I love writing an epilogue. And in the literary community, that's frowned upon because you're supposed to leave the reader dangling. But I like that epilogue to tie up all those loose ends. And readers have loved my epilogues. So I hardly have a book where I haven't written one. As a reader, I look for that epilogue. I want to know what happens to the characters. So you're going to probably always get an epilogue from me. Das war jetzt Susans Epilog, schon fast. Also sie schreibt, sie liebt Epiloge, aber das heißt, man soll die nicht schreiben, man soll die Leser zappeln lassen. Aber sie sagt, sie findet es wunderbar, alles so zusammenzubinden. It's like the last piece in the jigsaw puzzle, probably. So, also schön, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Donnerstag, wenn ihr dann die Susanne Oswald hört über ihr neues Buch. Und ich möchte Susan danken und euch allen, die sie so unterstützen, weil Susan ist natürlich so glücklich mit Deutschland, weil ihr alle ihre Bücher lest. Susan, it's such a pleasure to talk to you, to see you, to hear about you, and we miss you terribly. All the best. Huge thank you to you, Angela. You are the world's best translator. I love you. Thanks to everybody at Blanc Valet. And I hope it won't be too long before I see all my German readers again. Thank you, everybody. Dankeschön. Yeah, thank you. Bye-bye. Dankeschön.